Nicht die majestätischen Landschaften, nicht die geografischen Merkmale bezeichnen die berühmtesten Berge der Bibel, sondern die tiefgründigen Geschichten der göttlichen Offenbarung. Auf dem Berg Ararat landete nach der Sintflut die Arche Noahs. Der Berg Zion steht für Jerusalem und die jüdische Tradition. Der Berg Tabor, der Berg der Seligpreisungen und der Ölberg werden zu Schauplätzen für den messianischen Auftrag Jesu. Zu den bedeutendsten Bergen der Bibel und möglicherweise der gesamten menschlichen Geschichte gehört der Berg, den wir heute erkunden wollen. Der Berg Sinai. Eine biblische Spur zu den Pforten des Himmels. Unterwegs mit Alexander Krülow. Der Berg Sinai, bekannt als der Berg Horeb, ist mehr als nur ein felsiger Gipfel in der Wüste. Er ist Schauplatz göttlicher Offenbarung und spiritueller Begegnungen. Hier hat Gott zum ersten Mal mit Mose gesprochen und sich im brennenden Dornbusch als Jahwe, ich bin da, Gott, offenbart. Eines Tages trieb Moses das Vieh über die Steppe hinaus und kam zum Gottesberg Horeb. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die aus einem Dornbusch emporschlug. Da schaute er hin. Da brannte der Dornbusch und verbrannte doch nicht. Mose sagte, ich will dorthin gehen und mir die außergewöhnliche Erscheinung ansehen. Warum verbrennt der Dornbusch nicht? Als der Herr sah, dass Mose näher kam, um sich das anzusehen, rief Gott ihm aus dem Dornbusch zu, Mose, Mose. Er antwortete, hier bin ich. Der Herr sagte, komm nicht näher. Leg deine Schuhe ab, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Dann fuhr er fort, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Wir stehen jetzt hier in Sinai am Berg Horeb oder anders gesagt Berg Mose. Und von hier heute möchte ich ein ganz anderes Video beginnen. Ich werde heute nicht nur ein theologisches Thema nehmen, sondern über meine Reise, über meine Erfahrung berichten, wie man in der Nacht diesen Berg aufsteigt und was man alles erlebt. So, sind Sie bereit? Dann kommen Sie mit. Hier auf dem Berg Sinai hat Gott Mose beauftragt, das Volk Israel aus der ägyptischen Sklaverei zu befreien. Viele Jahre später stieg Mose auf diesen Berg, um hier aus der Hand Gottes die 10 Gebote zu empfangen. An diesem Abend haben sich hier am Fuße des Berges Hunderte von Menschen versammelt. Die Pilger und die Touristen werden kontrolliert und in kleine Gruppen aufgeteilt. Jede Gruppe wird von einem Beduin begleitet. Noch einige Schritte trennen uns von dem Aufstieg auf den bekanntesten Berg der Bibel, der heute Jebel Musa heißt. Der Berg Sinai wird mit verschiedenen Namen wie Berg Horeb, Gottesberg oder Berg Jahwes genannt. Der Name Sinai erscheint im Alten Testament 35 Mal. Der Ausdruck Horeb wird in der Bibel 17 Mal erwähnt, einmal davon als Berg Horeb. Es geht hier schließlich nicht nur um einen geografischen Ort, sondern um einen Ort der Begegnung zwischen Menschen und Gott, wo die spirituellen Wurzeln des Judentums und des Christentums verankert sind. Der breite und beleuchtete Weg geht nach einer kurzen Zeit zu Ende. Die Lichtquellen verblassen und man findet sich auf einmal in einer schwarzen, dunklen Nacht wieder. Wenn man aber den Kopf nach oben richtet, wird man von einem atemberaubenden Anblick überwältigt. Millionen von Sternen, die den gesamten Himmel bedecken. Man bekommt plötzlich das Gefühl, mitten im Universum zu stehen und einige Sterne greifen zu können. Die Milchstraße zieht sich wie ein leuchtendes Band über den Himmel und zeigt sich in einer Klarheit, die vielleicht woanders nie zu erleben ist. Es wird verständlicher, wie Menschen damals diese Herrlichkeit empfunden haben müssen. Über Generationen hinweg empfanden Menschen vor dem heiligen Berg Sinai tiefe Ehrfurcht und Respekt. Das Buch Exodus berichtet, dass dem Volk Israel verboten wurde, den Berg zu betreten oder ihn anzurühren.
da er von der Gegenwart Gottes erfüllt war. Nur Mose erhielt die Erlaubnis, den Berg zu besteigen und mit Gott zu sprechen. Der Herr war auf dem Sinai, auf den Gipfel des Berges herabgestiegen. Er hatte Mose zu sich auf den Gipfel des Berges gerufen, und Mose war hinaufgestiegen. Da sprach der Herr zu Mose: Geh hinunter und schärf dem Volk ein, sie sollen nicht neugierig sein und nicht versuchen, zum Herrn vorzudringen, sonst müssten viele von ihnen umkommen. Nachdem Gott den Berg Sinai wieder verlassen hatte, durften die Menschen und schließlich auch wir den Berg besteigen. Die Bergspitze liegt 2285 Meter über dem Meeresspiegel. Die Strecke nach oben beträgt 7,5 Kilometer und dauert zwischen 3 und 4 Stunden. Diejenigen, die keine Kraft mehr haben, versuchen oft ein Stück mit dem Kamel oder einem Esel zurückzulegen. Es wird immer kälter. Tagsüber war es heiß, jetzt ist es nur noch 3 Grad plus. In den kleinen Stationen kann man bei Beduinen warme Getränke und einige Snacks kaufen oder für ein paar Dollar eine vorgewärmte Wolldecke ausleihen. Man hört verschiedene Sprachen: Englisch, Deutsch, Italienisch, Russisch, Ukrainisch, Französisch, Arabisch. Einige teilen miteinander ihre Eindrücke, andere gehen schweigend, einige beten. Ich erhebe meine Augen zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde erschaffen hat. Der Herr ist dein Hüter, der Herr gibt dir Schatten zu deiner Rechten. Bei Tag wird dir die Sonne nicht schaden, noch der Mond in der Nacht. Der Herr behütet dich vor allem Bösen, er behütet dein Leben. Der Herr behütet dein Gehen und dein Kommen von nun an bis in Ewigkeit. Der letzte Abschnitt wird zunehmend schwieriger. Man kann nur auf die eigenen Kräfte zählen. Sogar für die Kamele wird der Weg zu steil und zu eng. Nur noch 750 steigende Stufen schaffen. Einige Stufen sind über 1,5 Meter hoch. Während die Sonne langsam aufsteigt, werden allmählich Konturen der Landschaft erkennbar. Der Sinai erwacht zu einem faszinierenden Schauspiel. Oben angekommen, schweift der Blick über die Halbinsel Sinai und die umliegenden Berggipfel. Es ist ein Moment der Ehrfurcht, in dem man die Schönheit der Schöpfung in ihrer ganzen Pracht erahnen kann. Der beste Moment, um den Psalm 95 aus dem Invitatorium zu beten, der das Stundengebet eröffnet. Kommt, lasst uns jubeln dem Herrn, jauchzen dem Fels unseres Heils. Lasst uns mit Dank seinem Angesicht nahen, ihm jauchzen mit Liedern. Denn ein großer Gott ist der Herr, ein großer König über allen Göttern. In seiner Hand sind die Tiefen der Erde, sein sind die Gipfel der Berge, sein ist das Meer, das er gemacht hat, das trockene Land, das seine Hände gebildet. Kommt, wir wollen uns niederwerfen, uns vor ihm verneigen, lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Jetzt warten auf uns wieder 7,5 Kilometer Rückweg. Während des Abstiegs kehrt eine gewisse Ruhe ein. Die Schritte werden langsamer. Die beste Zeit für den Rosenkranz und für ein stilles Danken für die großartigen Geschenke des Herrn. Die Wärme der aufsteigenden Sonne umhüllt einen wie ein sanfter Mantel. Es ist ein Moment der inneren Einkehr und des Friedens, in dem die Verbundenheit mit der biblischen Überlieferung besonders nah und besonders präsent wird. Der Weg durch die Berge führt zum Katharinenkloster, das im Morgenlicht eine ganz andere Atmosphäre ausstrahlt. Ab 9 Uhr morgens eröffnet sich die Möglichkeit, das Kloster zu erkunden und seine Geschichte sowie seine Schönheit zu entdecken. Das Katharinenkloster gilt als das älteste christliche Kloster der Welt, das ununterbrochen in Betrieb ist. Seine Geschichte reicht bis ins 4. Jahrhundert zurück. Im Verlauf all dieser Jahre wurde das Kloster weder erobert noch geplündert. Der Prophet Mohammed persönlich gewährte ihm seinen Schutz. Mohammeds Erlass wird heute in Istanbul aufbewahrt.
Sowohl die Kreuzfahrer als auch später die Osmanen respektierten die Unverletzlichkeit des Katharinenklosters. St. Katharina beherbergt heute die bedeutendste Ikonensammlung der Welt und eine der wertvollsten Kirchenbibliotheken. Der Sinai-Kodex, der aus dem Kloster stammt, gehört zu den ältesten Texten der Bibel. Dieses Kloster liegt genau an der Stelle, an der Gott sich im brennenden Dornbusch offenbarte. Ein Ableger dieses Dornbusches ist dort heute noch zu sehen. Hier befindet sich auch der Brunnen, an dem Mose gemäß der Überlieferung die 7 Töchter des midianitischen Priesters Reguel traf. Dieser Brunnen versorgt das Kloster auch heute noch. Eine Nacht auf dem Berg Sinai und der kurze Aufenthalt im Katharinenkloster wird in jedem Herzen bleibende Eindrücke hinterlassen. Es ist, als ob wir einer Spur zu den Toren des Himmels gefolgt wären, die uns durch die Geschichten und Offenbarungen der Bibel näher zu Gott bringt und uns auf unserem Lebensweg begleitet. Nun ist unsere heutige Reise zu Ende. Wenn Sie mehr über Gott, über unseren Glauben und über unsere Kirche erfahren wollen, dann abonnieren Sie diesen Kanal, schreiben Sie Ihre Kommentare, schreiben Sie in die Kommentare die Themen, die wir behandeln können, geben Sie Ihre Bewertungen, dann sehen wir uns wieder. Und bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute und gottesreichen Segen.